Heute zum Wochenende habe ich ein wundervolles Sommerkuchenrezept. Es ist ein saftiger und fruchtiger Aprikosen-Käsekuchen. Er schmeckt hervorragend, das kann ich euch sagen, und leicht gekühlt am besten. Und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist unten in der Beschreibung nochmal alles hinterlegt. Und hier die Zutaten für den Kuchenboden. Wir vermischen gleich 150 Gramm Mehl mit 8 Gramm Backpulver. Und 125 Gramm Zucker mit ein Päckchen Vanillezucker. Für die Quarkfüllung hier die Zutaten. Wir haben bei diesem Rezept einmal eine Vanillesoße, die sollte zum Kochen sein, und einmal Vanillepuddingpulver, auch zum Kochen. Die Konfitüre und der Puderzucker ist später für den Belag. So, und wir fangen an und halbieren und entkernen die reifen Aprikosen und stellen sie anschließend zur Seite. In eine Rührschüssel gebe ich jetzt 125 Gramm weiche Butter und die 125 Gramm Zucker mit dem Vanillezucker und fange an, das Ganze cremig aufzuschlagen. Das dauert so etwa 3 Minuten. Umso weicher die Butter ist, umso schneller geht es auch. So, hier ist das Ganze jetzt schön aufgeschlagen und jetzt geben wir nach und nach die 2 Eigelbe und das eine Ei dazu. Also immer erst ein Eigelb, ein paar Sekunden warten, dann das nächste und zuletzt das Ei dazugeben. So, und dann wird das Ganze nochmal für circa 3 Minuten schaumig aufgeschlagen. Und wenn die Masse dann so aussieht wie hier im Video, dann können wir anfangen, abwechselnd die Mehlmischung und die Milch dazu zu geben. Alles auf niedriger Stufe schön vermengen. So, und schon ist der Teig für den Boden fertig. Ich habe jetzt eine Springform schön eingefettet und mit Semmelbröseln bestäubt. Und jetzt gebe ich erstmal den Boden dort hinein. Alles gut verteilen und glatt streichen und dann erstmal zur Seite stellen. Für die Füllung werden jetzt 2 Eiweiße mit einer Prise Salz schön steif geschlagen. In eine weitere Rührschüssel geben wir jetzt 750 Gramm Quark, 150 Gramm Zucker, 2 Eier, dann Vanillepuddingpulver und die Vanillesoße und verrühren alles schön und gründlich. So sollte die Masse dann aussehen. Ihr könnt jetzt den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und jetzt wird noch der Eischnee vorsichtig unterhoben. So, jetzt kommt die Hälfte der Quarkmasse auf den Boden drauf und anschließend werden die Aprikosen drauf verteilt. Jetzt noch die restliche Quarkmasse oben drauf geben und dann die restlichen Aprikosen. Die Aprikosen nochmal leicht andrücken und dann geht der Kuchen für 60 bis 75 Minuten auf der mittleren Schiene in den Ofen. Falls er zu dunkel wird, einfach abdecken. Hier kommt der Kuchen gerade frisch aus dem Ofen. Ich habe ihn noch 20 Minuten im leicht geöffneten Ofen ruhen lassen und hier ist er jetzt. Er muss komplett in der Springform abkühlen. Das dauert auch ein paar Stunden.
So, und hier nehme ich ihn jetzt aus der Springform heraus. Und er ist wunderbar geworden. Ein wirklich sehr, sehr leckerer Kuchen. Jetzt noch Puderzucker drüber und dann wirklich leicht gekühlt servieren. Da schmeckt er am besten. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und noch einen wundervollen Tag.